Martin wählte seine toxische Mutter statt Lena, Folge 1. Ich heiße Lena. Heute erzähle ich euch meine Geschichte über meine Schwiegermutter. Ich habe meinen Mann Martin geheiratet, als ich 25 war. Drei Jahre später. Wir begrüßten unseren Sohn auf der Welt. Das Familienleben war freudvoll. Nachdem unser Baby geboren wurde, kehrte ich zu meiner Karriere zurück. Wir haben beide unser Bestes getan, um unseren Sohn mit Fürsorge und Aufmerksamkeit zu erziehen. Eine der größten Herausforderungen in meinem Leben war meine Schwiegermutter Luisa. Ich schätze, man könnte sie die klassische herrschsüchtige Schwiegermutter nennen. Martin ging immer vorsichtig um sie herum. Gleich nachdem wir geheiratet hatten, war sie sehr schwer zu ertragen. Martin ist das mittlere Kind von 3 Geschwistern und der einzige, der sich niedergelassen hat. Die anderen genießen noch das Leben als Single. Luisa ist schon immer die dominante Figur in der Familie gewesen. Es ist ein Haus voller Männer, und jeder weiß, wie schwer sie zu bändigen sind. Deshalb bin ich hier die Königin. Tja, anscheinend hat sie wirklich daran geglaubt. Dann kam ich ins Spiel als einzige Schwiegertochter. Mein Schwiegervater und Martins Geschwister mochten mich wirklich, was mich sofort zu Luisas eingebildeter Feindin machte. Martin, ich kann nicht glauben, dass du tatsächlich heiratest. Warum würdest du so etwas sagen? Die meisten Mütter freuen sich doch auf den Hochzeitstag ihres Sohnes. Vergiss den Geschmack von zu Hause nicht, Martin. Auch nach der Hochzeit solltest du weiterhin zum Essen herkommen. Es ist nicht nötig. Lena ist eine großartige Köchin, und wir arbeiten beide Vollzeit. Wir teilen uns alle Aufgaben zu Hause. Unglaublich, dass sie dich Hausarbeiten machen lässt. Bitte hör auf, Mama. Wir entscheiden, was für uns funktioniert. Ich bin kein Kind mehr. Ich kann mein Leben selbst regeln. Martin hat immer den Mund aufgemacht, wenn etwas nicht stimmte, was ich wirklich zu schätzen wusste. Aber er übersah oft subtile Anzeichen. Luisa fing an, hinterhältige Dinge zu tun, zum Beispiel mit den Mahlzeiten.
Jedes Mal, wenn wir sie besuchten, bestand sie darauf, das Essen selbst zu servieren. An der Oberfläche schien das normal. Aber sie ließ mich nie in die Küche, selbst wenn ich anbot, zu helfen. Ich wusste nicht, was in das Essen kam. Einmal aß ich Suppe mit Unmengen winziger Fischgräten, das tat furchtbar weh. Vor einem Tag. Schatz, meine Eltern haben uns zum Abendessen eingeladen. Oh nein, ich möchte wirklich nicht hingehen. Deine Mutter behandelt mich immer so schlecht. Was? Warum denkst du das? Sie lässt mich nie in der Küche helfen. Ich fühle mich ausgeschlossen. Sie kritisiert auch meine Kleidung, wie ich mich um unseren Sohn kümmere. Ich habe genug. Ich verstehe. Vielleicht hat sie einfach eine strenge Art, Dinge zu tun, aber ich werde sie heute Abend im Auge behalten. Es ist wichtig für mich, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich gehe mit, aber nur dir zuliebe. Ich liebe dich. Danke, mein Schatz. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Oh, dieses Essen schmeckt furchtbar. Mein Bauch tut sehr weh. Geht es dir gut? Ach so, du magst mein Essen also nicht, ja? Hör auf, Mama. Es ist doch klar, dass es ihr nicht gut geht. Vielleicht täuscht sie es vor. Luisa. Das reicht. Benimm dich nicht so gegenüber jemandem, der krank ist. Ihr stellt euch alle auf ihre Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video, Teil 2.